Wir machen Service von A bis Z. Also im Moment sind wir über 1000 Leute in verschiedensten Berufen. Das heisst, wenn wir aufeinander abgestimmt sind, können wir den Prozess einhalten und die Qualität. Wir die Fahrzeuge komplett modernisieren. Die absolute Königsdisziplin ist Aluminiumschweißen über Kopf. Vom Handwerker bis zum Ingenieur sind eigentlich alle vertreten. Der Hauptteil ist natürlich schon die weisse Farbe, da wird der Wagen komplett lackiert. Da jede Not, die ich setze, denke ich immer, das könnte meine Familie drin sein. Oder? Ja, wir geben das Beste. Herzlich willkommen in Olten bei den Produktionsspezialisten. Unsere Experten heute, der Simone, der Roland und der Edi. Und zwei mutige Kandidaten. Ich bin der Oli aus der Zentralschweiz, gelehrter Bootbauer, habe mittlerweile selber eine Werft. Was ich leidenschaftlich gerne mache, ist TÜV fahren. Ich bin der Nils, habe Zimmermann gelernt. Ich habe als Hobby Modelleisenbahn. Nebenbei bin ich noch in der Dorffeuerwehr. Heute wird geschweißt. Challenge von heute. Während 15 Minuten ziehen wir 3 verschiedene Schweißnähte. Einmal liegend, dann stehend und dann in der Königsdisziplin über Kopf. Hast du schon Erfahrung mit Schweißen? Ich komme vom Holzberuf. Stahl ist nicht mein Ding. Oh, okay, Schreiner, gut. Ich komme eigentlich aus einer Handwerksfamilie, wo man arbeitet, krampft, krüppelt. Ich habe 10 Jahre lang Schiff geschweißt. Also ich bin der Metalltyp. Schauen wir mal, ob es einen Unterschied gibt zwischen Schiff und Zug. Und dann ist es losgegangen mit der Challenge. Und jetzt können wir mit dem ersten anfangen. Zuerst mit dem Blättchen, das liegt. Oli ist schon an der ersten Not. Helm, das musst du runter tun. Einfach immer aufpassen, dass du in der Mitte bleibst. Einen typischen Schweißfehler, dass die Kante auf der Rückseite nicht verschmolzen ist. Er hat die letzten Jahre mehrheitlich Aluminium geschweißt und das ist komplett anders wie Stahlschweißen. Schweißen ist Schweißen. Gut, ne? Da schauen, dass du da 90 Grad bist. Super. Oli ist schon durch mit der ersten Not. Genau, sehr gut. Das ist der erste Schweißnot, den du machst. Ja. Perfekt. Es sieht einfach aus, wenn man es selber macht, ist es schwierig. Jetzt gehen wir zu der Steignot. Schweißen an der Wand. Ohne Angst, es kann nicht passieren. Bei der Steignart haben wir einen sehr hohen Energieeintrag, das heißt, das Blech schmilzt halt schneller. Der Oli kann das. Ist mir einfach irgendwie der Arm schwer geworden. Ja, er ist damit ganz zufrieden. Ja, da hat es ein bisschen Lacher mit. Die Steigerung ist schon da, schon beim zweiten Blech. Wenn man so sieht, dass er noch nie geschweißt hat, also ist das sehr gut. Es braucht Konzentration und ist anstrengend. Der hat eigentlich ganz einen schwarzen Schirm. Und sein Feld ist vielleicht 10 auf 10 cm. Dann haben sich unsere 2 Kandidaten müssen den meisten Challenge stellen, nämlich Schweißen in Zwangslage, das heisst über Kopf. Überkopfschweißen, das ist die höchste Prüfung im Blechbau. Jetzt hat etwas geschmürzelt. Das Überkopfschweissen kommt eigentlich von dort her, dass wir das Fahrzeug nicht auf den Kopf kehren und von oben schweissen. Der Roland, der weiss Bescheid. Also eine richtige Trabsteinhöhle. Bist du auf den Knopf gekommen von der Ampel? Stopp, stopp, stopp. Irgendwann bin ich natürlich mit der Zeit auf das Plus gekommen, habe die Volt anwuchen, Jacke und dann hat es mir einfach das Blech verschmolzen. Das sieht sehr gut aus. Ich weiss nicht, ob das so rauchen sollte. Ist okay. Ich gehe jetzt mal schauen, was es hier sonst noch so zu sehen gibt. Für einen neuen Anstrich vom IT 2020 braucht es 360 Kilo Farbe. Das sind 10 davon. Hast du gewusst, dass die Fensterscheiben wichtig sind für den Handyempfang? Mit den neuen Fenstern hast du viel besseren Empfang. Also mir gefällt das ja sehr gut mit diesen Knubbeln drauf. Das ist Kunst. In einem Farbeindringverfahren wird überprüft, wie gut eure Schweißnähte sind. Etwas einpinselt, gefällt mir so fast besser. Nur zu. Noch ein bisschen Farbe. Jetzt wird dann nochmal abgerubbelt, die überschüssige Farbe. Da kannst du dann nachher etwas aufhängen dran, das ist doch gut. Das habe ich erschaffen. Und wenn irgendwo Farbe in Öffnungen eingedrungen ist, zieht die wieder raus. Der Nils übernimmt das gerade. Hier entlang der Schweißnaht haben wir deutliche Anzeigen. Auf der Rückseite typische Schweißfehler, nicht durchgeschweißte Wurzel. Hier haben wir eine Kante, die steht, die ist klar, oder? Aber sonst dazwischen tadellos.
Hier wäre jetzt die Decklage sehr gut. In der Wurzel gibt es keine Anzeigen. So sollte eine Schweißnaht aussehen. So tolle Schweißnähte, es ist schon fast eine Kunst. Gut, das ist eben der Überkopf. Das hat man schon von Anfang an gesehen, das ist für nichts. Ich habe auch mal so angefangen. Da ist dann zu warm geworden, ist das Material oben runtergekommen. Das ist das schwierigste Werkstück. Aber dafür kann man durchschauen. Andere nennen es ein schönes Kunstwerk und man kann durchschauen. Also für mich ist es halt dieser Preis. Ja, ja, aber im Großen und Ganzen mal bin ich zufrieden. Bist du dabei als Automatiker, Polymech, Schlosser, Innenausbauer, Glaser oder Dann Reiniger? bewirb dich jetzt und sei Feuer und Flamme für die SBB. Mehr Infos hier unten.